ihr, was ich jetzt mache? Come a little closer 'cause you look 네, 안녕하세요. 유로키입니다. wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich erlebe virtuelles Leben. Es ist nicht einfach. Hallo zusammen, das ist mein Sohnsgerät und ich habe einmal probiert und das ist nicht einfach, aber ich wollte heute darüber erzählen, deswegen habe ich heute euch gezeigt. 안녕하세요, 유로킨입니다. 네, hallo, this is Eurokin. Die letzten Monate waren eine Achterbahnfahrt für den Kryptowährungsmarkt. Und alle haben angefangen, darüber zu sprechen. Aber hast du eine Ahnung, was ist eine Bitcoin oder Blockchain ist? Und wieso überhaupt Kryptowährung entstanden ist? Wisst ihr? Wenn du nicht weißt, dann wollen wir zusammen mit mir durch Metaverse verreisen. Was ist Bitcoin? Die Idee einer elektronischen Form von Geld wurde bereits in den 90er Jahren propagiert. Doch, obwohl es mehrere Versuche gab, eine digitale Währung zu schaffen, wurde keine richtig kommerzialisiert. Dann im Jahr 2008, aufgrund der globalen Finanzkrise, fühlten sich die Menschen skeptisch gegenüber dem zentralisierten Finanzkapitalismus und verloren ihr Vertrauen in das traditionelle Banksystem. Um nicht mehr von Finanzinstitutionen getäuscht zu werden, ist die Nachfrage nach einer Währung groß geworden, die unter individuellen Personen gehandelt werden kann, also die dezentrale Währung, Peer-to-Peer. Und zu diesem richtigen Zeitpunkt ist Satoshi Nakamotos Bitcoin auf die Welt gekommen. Also, Bitcoin ist eine Alternative zur unzuverlässigen traditionellen Währung der Zentralbank. Das war eine kurze Erklärung über den Bitcoin. Aber habt ihr dann nachgedacht? Wozu brauchen wir Kryptowährungen? Wofür? Möchtet ihr das wissen? Dann bleibt ihr weiterhin meine Videozuschauer. Habt ihr schon mal etwa über Metaverse gehört? Also in Korea und in Amerika haben sich meiste Leute darüber informiert. Also Meta bedeutet über, beyond. Verse ist Universe. So, einfach gesagt, Metaverse ist virtuelle Welt. Ich glaube, ihr habt bestimmt von Roblox und Fortnite gehört. Also das ist auch eine Art von Metaverse. Früher war das mal, wie Roblox und Fortnite, ist nur die Kinder Game gespielt. Aber immer mehr, es wird anderes benutzt und auch normal Erwachsene auch benutzt. Zum Beispiel, Joe Biden hatte schon Werbung über Fortnite für seine Wahlkampagne gemacht. Biden-Harris-Kampagne hat eine Ingame-Karte mit Minispielen erstellt, die Fortnite-Nutzer spielen können. Nun nutzen noch mehr Politiker Metaverse für ihren Wahlkampf. Andrew Yang. Am 22. Juni findet eine Vorwahl zur Wahl eines Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von New York statt. Für diese Wahl nutzt auch der demokratische Kandidat Andrew Yang
aktiv das Metaverse, um die Wahl zu bewerben, um die Generation Z anzusprechen. Bei Zepeto hat er einen Avatar gebastelt, der genauso aussieht wie er und hat sogar die Pressekonferenz am 10. Juni bei Zepeto gehalten. Nicht nur Wahlkampf, am erfolgreichsten haben Sänger die virtuelle Welt genutzt. Blackpink hat bei Zepeto eigenes Studio und die Fans besuchen Blackpink und können dort mit ihnen von Fotoautogramm bekommen. Am 24. April 2020 hat Travis Scott im Fortnite aufgetreten, um die Veröffentlichung seines neuen Albums zu feiern. Etwa 12,3 Millionen Menschen haben sich den Auftritt angesehen. BTS hat auch am 26. September letztes Jahr im Fortnite ein Musikvideo mit einer Tanzversion ihres Songs Dynamite veröffentlicht. Wir können vor unserer Avatar Shopping. Viele bekannte Marken haben schon Metaverse Laden aufgemacht. Nike hat zum Beispiel 5 Millionen Schuhe schon verkauft. Bekannte, teure Marken kann man hier für kleine Geld kaufen. Zum Beispiel Louis Vuitton, Gucci, da über 1000 Euro kostet Kostüm. Aber hier, nur ein paar Dollar kann man hier kaufen. Große Firmen nutzen Metaverse als Chancen für ihre Firma als Marketing. Also wenn man seinen Avatar schon oft Gucci getragen hat, desto mehr Chancen reales Leben wirklich Gucci oder Louis Vuitton kann kaufen. Was kann man noch im Metaverse machen? Die Abschlussfeier an der Berkeley-Universität in den Vereinigten Staaten wurde wegen Corona in Minecraft abgehalten. Und Avatar hat sogar das Werfen des Abschlusshutes, eine Tradition bei Abschlussfeiern, übernommen. Die Suncheon-Universität in Korea hat Anfang des Jahres eine virtuelle Aufnahmefeier auf der Jump VR-Plattform von SK Telecom abgehalten. Hier kann man auch virtuelles Erde kaufen. Decentraland. Hier kannst du zum Beispiel in New York ein Grundstück kaufen oder in Korea ein Grundstück kaufen und das ist auch nicht so teuer und deswegen oder viele Leute heutzutage mit Mana-Kryptowährungen kaufen hier ein Grundstück. So kann man Kryptowährungen gebraucht. Wir können weltweit Gleichwährungen haben und damit Land zu Land beim Geldtransfer kaum Gebühren zahlen muss. Momentan kostet viel Gebühren und viel Zeit, aber mit dem Kryptowährung direkt Peer-to-Peer und eine Sekunde zack, überwiesen. Und die Welt und Realwelt und virtuelle Welt, alle durcheinander und ein. Aber hier wo gibt es Polizei? Und wo gibt es Regeln? Und also irgendwann wird, denke ich mal, Metaverse ist wie unsere normales Leben. Aber unsere Aufgabe ist, wie kann man hier kontrollieren? Und wie kann man gesund hier mit unserer realen Welt verbinden? Zum Beispiel Besteuerung der Wirtschaftstätigkeit zwischen Avatars, verbale Gewalt, Realitätsflucht und so weiter.